Das Jahr 1910 war geprägt von zahlreichen bedeutenden Ereignissen. Hier sind einige der wichtigsten. Mai. Der Hallische Komet passiert die Erde und ist das erste Mal seit 1835 wieder sichtbar. Dieser Vorbeiflug ist von großer wissenschaftlicher Bedeutung und erregt weltweites Interesse. 25. August. Die Strecke von Reims nach Freiburg im Breisgau wird von der deutschen Firma DELAG betrieben und markiert den Beginn des kommerziellen Passagierflugverkehrs. Ein Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt. 23. September. Der Peruaner Jorge Chávez Dartnell überquert als erster Mensch die Alpen mit einem Flugzeug. Der Flug beginnt in Brig in der Schweiz und endet in Domodossola in Italien. Obwohl Chávez bei der Landung schwer verletzt wird und kurz darauf stirbt, ist sein Flug ein weiterer bedeutender Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt. Und dann gab es noch den 24. Juni. Die Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili geht 1910 aus dem hochmodernen, allerdings konkursnahen Werk des französischen Automobilfabrikanten Alexandre Daracq hervor, welcher sich in Mailand niederlässt. 5 Jahre später übernimmt der neapolitanische Ingenieur Nicola Romeo die Leitung des Werks. Aus dieser Übernahme entsteht 1918 schließlich der Automobilkonzern Alfa Romeo. Unsere Reise beginnt im Jahr 1910, als die Alfa ihr erstes Modell vorstellt, den Alfa 24 HP. Dieses Fahrzeug, entworfen von Giuseppe Merosi, ist ein Meilenstein der Technik und bietet beeindruckende 24 Pferdestärken, eine beachtliche Leistung für die damalige Zeit. Der 24 HP ist nicht nur als luxuriöser Personenwagen bekannt, sondern findet auch Einsatz im Motorsport. Bereits 1911 nimmt ein Alfa 24 HP an der Targa Florio teil, einem der ältesten und prestigeträchtigsten Straßenrennen der Welt, und legt damit den Grundstein für Alfas spätere Erfolge im Rennsport. Die 1920er bringen den Alfa Romeo RL, ein luxuriöses Fahrzeug, das sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke erfolgreich ist. Der RL ist in mehreren Varianten erhältlich, darunter der sportliche RL-TF, der speziell für Rennen entwickelt wird. Mit diesem Modell erzielt Alfa Romeo zahlreiche Siege bei der Targa Florio und anderen prestigeträchtigen Veranstaltungen. Das Modell P2, eingeführt 1924, ist ein technisches Meisterwerk. Der von Vittorio Jano entworfene Wagen ist mit einem 2 Liter Reihen-8-Zylindermotor ausgestattet, der dank eines Roots-Kompressors beeindruckende 140 PS leistet. Der P2 gewinnt die erste Automobil-Weltmeisterschaft im Jahr 1925 und etabliert Alfa Romeo als führenden Hersteller im Motorsport. Die Erfolge des P2 legen den Grundstein für Alfas Ruf als unschlagbarer Rennwagenhersteller. Die 1930er Jahre sehen die Einführung eines der ikonischsten Fahrzeuge in der Geschichte des Automobils.
Der Alfa Romeo 8C 2900. Mit einem 2,9 Liter reinen 8-Zylinder-Motor ist dieses Auto ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und gewinnt zahlreiche Rennen, darunter die Mille Miglia. Der 8C 2900 wird in verschiedenen Varianten angeboten, darunter der 8C 2900B Lungo, also die Langversion, und der 8C 2900B Corto, die Kurzversion. Diese Autos sind nicht nur technisch beeindruckend, sondern auch ästhetisch herausragend, mit Karosserien, die oft von renommierten Designern wie Touring und Carrozzeria Touring Superleggera entworfen wurden. Der Wagen gilt bis heute als eines der schönsten und technisch fortschrittlichsten Autos seiner Zeit. Interessant ist, dass nur wenige Exemplare gebaut wurden, was den 8C 2900 zu einem äußerst begehrten Sammlerstück macht. Die Kombination aus überlegener Leistung, eleganter Karosserie und Rennsporterfolgen macht diesen Alfa Romeo zu einer wahren Legende. Nach dem Zweiten Weltkrieg führt Alfa Romeo den 1900 ein, das erste Modell, das vollständig auf einer Produktionslinie hergestellt wird. Dieses Auto ist nicht nur in Italien, sondern weltweit erfolgreich und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Design. Der 1900 ist mit einem 1,9 Liter Vierzylindermotor ausgestattet und bietet eine ausgezeichnete Fahrdynamik. Es ist das erste Alfa Romeo Modell, das mit einer selbsttragenden Karosserie ausgestattet ist, was zu einer besseren Stabilität und Sicherheit beiträgt. In den 50er Jahren folgt die Giulietta, die mit ihrem kompakten Design und sportlichem Fahrverhalten die Herzen vieler Autoliebhaber erobert. Die Giulietta wird in verschiedenen Karosserievarianten angeboten. Als Limousine, Coupé und Spider. Besonders die Giulietta Sprint, also das Coupé-Modell, sowie die Spider werden zu Ikonen des italienischen Designs. Die Giulietta Spider, oft als kleine Schwester des Alfa Romeo Spider bezeichnet, wird besonders in den USA beliebt und symbolisiert die Eleganz und den Charme der 50er Jahre. Ein interessantes Detail zur Giulietta ist, dass sie ursprünglich nur als Limousine geplant war. Aufgrund der großen Nachfrage nach sportlicheren Varianten entschied sich Alfa Romeo jedoch, das Coupé und den Spider zu entwickeln. Diese Entscheidung erwies sich als äußerst erfolgreich und trug maßgeblich zur Popularität der Giulietta bei. Die 1960er Jahre bringen zwei legendäre Modelle hervor, die Giulia und den Spider. Letztere ist bekannt für ihre fortschrittliche Technik, einschließlich eines 1,6 Liter Motors mit Doppelnockenwellen und einer hervorragenden Aerodynamik. Die Karosserie der Giulia, gestaltet von Bertone, ist für ihre Zeit äußerst modern und aerodynamisch effizient. Der Wagen setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrdynamik und Leistung in ihrer Klasse und ist bei Autofahrern in ganz Europa beliebt. Der Alfa Romeo Spider, besonders das Modell Duetto aus dem Jahr 66, wird durch den Film Die Reifeprüfung, auf Englisch The Graduate, mit Dustin Hoffman weltberühmt. Das elegante Design von Pininfarina sowie die hervorragenden Fahreigenschaften machen den Spider zu einem Symbol des italienischen Lebensstils und der Freiheit. Der Spider bleibt über mehrere Jahrzehnte hinweg nahezu unverändert in Produktion, was seine zeitlose Attraktivität unterstreicht. Man kann sagen, dass die Giulia eine Art Vorreiterrolle innehat, denn sie ist eine der ersten Serienlimousinen ihrer Zeit, die im Windkanal getestet werden. Dies führt letztendlich zu einem bemerkenswert niedrigen Luftwiderstandsbeiwert, was sowohl die Leistung als auch den Kraftstoffverbrauch verbessert. Die 1960er Jahre sind eine Zeit des rasanten Wandels und der technischen Innovation im Motorsport. In dieser Ära, die oft als eine der goldenen Zeiten des Motorsports gilt, bringt Alfa Romeo den TZ2 auf den Markt.
Ein Fahrzeug, das nicht nur durch seine beeindruckende Leistung auf der Rennstrecke auffällt, sondern auch durch sein revolutionäres Design und seine wegweisende Technik. Diese Zeit markiert eine Phase, in der Alfa Romeo seinen Fokus verstärkt auf den GT-Sport legt und eine neue Generation von Rennwagen entwickelt, die durch Geschwindigkeit, fortschrittliche Technik und außergewöhnliches Design bestechen. Der Alfa Romeo TZ1, eingeführt 1963, legt den Grundstein für diese Entwicklung. Das TZ im Namen steht für Tubolare Zagato, eine Bezeichnung, die sowohl den leichten Gitterrohrrahmen, also den Tubolare, als auch die von der Karosseriebaufirma Zagato entworfene Karosserie würdigt. Der TZ1 ist ein leichter aerodynamischer Rennwagen, der speziell für den Einsatz in der GT-Klasse entwickelt wurde. Sein Erfolg auf der Rennstrecke führt zur Entwicklung seines Nachfolgers, des TZ2. Der TZ2, der 1965 vorgestellt wird, ist eine radikale Weiterentwicklung des TZ1. Unter der Leitung von Carlo Gitti und dem Autodelta-Team, der Motorsportabteilung von Alfa Romeo, entsteht ein Fahrzeug, das in vielerlei Hinsicht revolutionär ist. Der TZ2 basiert auf dem gleichen Gitterrohrrahmen wie sein Vorgänger. Jedoch wird die Karosserie vollständig aus Fiberglas gefertigt, was das Gewicht des Fahrzeugs auf beeindruckende 620 Kilogramm reduziert. Die flache, aerodynamisch optimierte Karosserie, die ebenfalls von Zagato entworfen wird, macht den Wagen zu einem der elegantesten und gleichzeitig effizientesten Rennwagen seiner Zeit. Die markanten Formen, die weit ausgestellten Radkästen sowie das aggressive Heck verleihen dem Wagen ein unverwechselbares Erscheinungsbild, das bis heute als Meisterwerk des Automobildesigns gilt. Technisch gesehen ist der TZ2 seiner Zeit voraus. Er ist mit einem 1,6 Liter Doppelnockenwellenmotor ausgestattet, der etwa 170 PS bei 7500 Umdrehungen pro Minute leistet. In Kombination mit dem geringen Gewicht sowie der optimierten Aerodynamik kann der Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 245 km/h erreichen, was ihn zu einem der schnellsten Fahrzeuge seiner Klasse macht. Das Fahrwerk und die Federung des Wagens sind auf maximale Performance ausgelegt und die Scheibenbremsen an allen 4 Rädern sorgen für eine hervorragende Verzögerung und Kontrolle selbst unter Rennbedingungen. Der Alfa Romeo TZ2 wird speziell für den Einsatz im Motorsport entwickelt und seine Leistung auf der Rennstrecke bestätigt das Potenzial des Fahrzeugs. In den Jahren 65 und 66 erzielt der Wagen mehrere bedeutende Siege in der GT-Klasse, darunter bei der Targa Florio und den 1000 Kilometern vom Nürburgring. Die Entwicklung des TZ2 fällt in eine Zeit, in der der Motorsport als Treiber technologischer Innovationen dient. Rennen wie die 24 Stunden von Le Mans oder die Targa Florio sind nicht nur prestigeträchtige Veranstaltungen, sondern auch Testfelder für neue Materialien und Technologien. In dieser Ära erproben Automobilhersteller den Einsatz von Aluminium, Fiberglas und fortschrittlichen Motortechnologien, um die Leistung und Effizienz ihrer Fahrzeuge zu maximieren. Der TZ2 repräsentiert den Höhepunkt dieser Entwicklung. Seine Konstruktion aus leichten Materialien, gepaart mit einem leistungsstarken Motor und einem aerodynamischen Design, macht ihn zu einem perfekten Beispiel für die Ingenieurskunst dieser Zeit. Gleichzeitig symbolisiert der TZ2 das Ende einer Ära, in der der Motorsport zunehmend von professionellen Teams und stark regulierten Klassen dominiert wird. Kleine innovative Projekte haben es in den folgenden Jahrzehnten schwer, sich gegen die aufkommenden Großteams durchzusetzen. Parallel zur Entwicklung des TZ2 etabliert Alfa Romeo 1967 mit der Einführung des Giulia Sprint GT Veloce einen weiteren Meilenstein. Der Wagen, ein Inbegriff italienischer Ingenieurs- und Designkunst, verkörpert die perfekte Balance zwischen sportlicher Leistung und stilvollem Design.
Dieses Coupé, das als Weiterentwicklung des ursprünglichen Giulia Sprint GT auf den Markt kommt, ist Ausdruck der Leidenschaft und des handwerklichen Könnens, das Alfa Romeo in den 60er Jahren auszeichnet. Aufbauend auf dem Erfolg der Giulia-Serie, die bereits seit 1972 Maßstäbe in Bezug auf Fahrdynamik, Sicherheit und Leistung setzt, bringt der Giulia Sprint GT Veloce neue Raffinesse in die Modellreihe. Der 1,6 Liter Doppelnockenwellenmotor des Veloce entwickelt 109 PS bei 6000 Umdrehungen und bietet eine beeindruckende Beschleunigung sowie eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 185 km/h. Das sportlich abgestimmte Fahrwerk mit Einzelradaufhängung vorne und einer stabilen Hinterachse sorgt für präzises Handling und eine hervorragende Straßenlage sowohl auf der Landstraße wie auch auf der Autobahn. Der Giulia Sprint GT Veloce unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch subtile, aber wirkungsvolle Designdetails, darunter verchromte Grilleinfassungen und schmalere Stoßstangen. Der Innenraum ist luxuriöser gestaltet, mit neuen Sportsitzen und einem überarbeiteten Armaturenbrett, das den sportlichen Charakter des Fahrzeugs unterstreicht. In einer Zeit, in der das Automobil zunehmend als Ausdruck von Individualität und Stil wahrgenommen wird, ist der Giulia Sprint GT Veloce mehr als nur ein Auto. Er ist ein Symbol für die Leidenschaft und die technischen Fähigkeiten von Alfa Romeo. Der Wagen repräsentiert nicht nur die goldene Ära des italienischen Automobilbaus, sondern bleibt auch ein lebendiges Zeugnis der handwerklichen und technischen Meisterschaft, die Alfa Romeo weltweit berühmt gemacht hat. In den 1970er Jahren bringt Alfa Romeo die Alfetta raus, ein Fahrzeug mit einem Transaxle-Getriebe, das eine perfekte Gewichtsverteilung und somit ein außergewöhnliches Fahrverhalten bietet. Die Alfetta ist mit einem 1,8 Liter Vierzylindermotor ausgestattet, der eine beeindruckende Leistung und hervorragende Fahrdynamik bietet. Die Kombination aus Transaxle-Layout und De Dion-Hinterachse sorgt für ein außergewöhnlich sportliches Fahrverhalten, das von Autofahrern und Kritikern gleichermaßen geschätzt wird. Ins kollektive Gedächtnis der damaligen Zeit brennt sich auch der Alfa Romeo Alfa Sud, jedoch nicht im positiven Sinne, eher als das komplette Gegenteil. Der Alfa Sud, von Alfa Romeo zwischen 1972 und 1983 produziert, ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Produktionsprobleme die Qualität eines Fahrzeugs beeinträchtigen können. Die Entscheidung, den Alfa Sud in einer neuen Fabrik in Pomigliano d'Arco nahe Neapel zu produzieren, ist politisch motiviert, um Süditalien wirtschaftlich zu fördern. Diese Fabrik beschäftigt viele unerfahrene Arbeiter, was zu erheblichen Qualitätsproblemen führt. Unpräzise Passungen und mangelnde Sorgfalt in der Montage beeinträchtigen die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Fahrzeugs. Ein großes Problem ist die Anfälligkeit des Alfa Sud für Rost. Die logistische Herausforderung, weit von den traditionellen Zuliefern entfernt zu sein, resultiert letztendlich in Produktionsverzögerungen und weiteren Qualitätsproblemen. Als hätte man in Italien nicht schon genug Probleme, häufen sich Streiks im Werk. Trotz dieser Probleme ist der Alfa Sud technisch innovativ. Er wird für sein Handling, seine Fahrdynamik sowie seine innovative Architektur, sprich Frontantrieb und Boxermotor, gelobt. Diese technischen Stärken können jedoch die negativen Auswirkungen der Produktionsmängel nicht vollständig ausmerzen.
1985 kommt der Alfa Romeo 75, benannt nach dem 75-jährigen Jubiläum der Marke, auf den Markt. Dieses Modell kombiniert klassische Alfa Romeo Tugenden mit moderner Technik und ist besonders in seiner Turboversion äußerst beliebt. Der 75 ist umso mehr besonders, da es sich hierbei um das letzte Alfa Romeo Modell handelt, welches vollständig unter der Regie von Alfa Romeo entwickelt wird, bevor das Unternehmen 1986 von Fiat übernommen wird. Der 75 ist bekannt für seine exzellente Fahrdynamik, die durch die Transaxle-Konstruktion mit Hinterradantrieb sowie ein ausgeklügeltes Fahrwerkssystem ermöglicht wird. Ein interessantes Detail zum Alfa Romeo 75 ist, dass er eines der ersten Serienfahrzeuge ist, das mit einem elektronischen Motormanagementsystem ausgestattet ist. Dieses System, bekannt als Bosch Motronic, optimiert die Motorleistung und den Kraftstoffverbrauch und setzt neue Standards in der Automobilindustrie. In den 90er Jahren führt Alfa Romeo den 155 ein, der in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft große Erfolge feiert und die Motorsport-Tradition der Marke fortsetzt. Der 155 ist mit einer Vielzahl von Motoren erhältlich, darunter leistungsstarke V6-Motoren, die sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke beeindrucken. Die aerodynamische Karosserie sowie die fortschrittliche Fahrwerkstechnologie des 155 machen ihn zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber in der hart umkämpften Tourenwagenszene. Der Alfa Romeo 155 ist das erste Modell der Marke, das auf einer Plattform von Fiat basiert, was die Integration von Alfas sportlichen Eigenschaften mit den Ressourcen und Technologien des Fiat-Konzerns ermöglicht. Mit Beginn des Millenniums bringt Alfa Romeo den 156 auf den Markt, welcher durch sein bahnbrechendes Design sowie fortschrittliche Technik wie das innovative Seele-Speed-Getriebe beeindrucken kann. Der 156 ist ein großer Erfolg für Alfa und wird in mehreren Karosserievarianten angeboten, darunter als Limousine und Sportwagen. Das Design, geschaffen von Walter de Silva, wird vielfach ausgezeichnet und setzt neue Maßstäbe in der Mittelklasse. So auch der Alfa 147, eingeführt im Jahr 2000. Ein kompakter Hatchback, der durch sein ansprechendes Design und seine sportlichen Fahreigenschaften besticht. Genau wie der 156 wird auch der 147 zum Auto des Jahres gewählt und trägt dazu bei, die Attraktivität der Marke bei einem jüngeren Publikum zu steigern. Die Modelle Brera und Spider, eingeführt 2005 bzw. 2006, sind ein Ausdruck der Rückkehr von Alfa Romeo zu seinen Wurzeln als Hersteller von eleganten und leistungsstarken Sportwagen. Beide Modelle basieren auf der Plattform des 159 und zeichnen sich durch ihr auffälliges Design und ihre starken Motoren aus. Der Brera, ein Coupé, und der Spider, ein Roadster, gewinnen zahlreiche Designpreise und stärken das Image der Marke. Der Alfa 8C Competizione, der 2007 vorgestellt wird, ist ein echtes Meisterwerk. Dieses limitierte Modell, das sowohl als Coupé als auch als Spider erhältlich ist, kombiniert ein atemberaubendes Design mit einem leistungsstarken V8-Motor und modernster Technologie. Der Wagen wird schnell zu einem begehrten Sammlerobjekt und demonstriert die Fähigkeit von Alfa Romeo, hochkarätige Sportwagen zu bauen. Der 147 war seit seinem Debüt im Jahr 2000 Alfa Romeos Einstiegsmodell, doch der Mito, ein Dreitürer mit Fließheck, übernahm diese Rolle ab 2008 im unteren B-Segment.
Das Mi in Mito steht für Mailand bzw. Milano, eine Stadt mit engen Verbindungen zu Alfa Romeo und Sitz der Designstudios. To steht für die ersten zwei Buchstaben von Torino, also Turin, Zentrum der italienischen Autoindustrie und Produktion. Und Mito als Wort bedeutet auf Italienisch Mythos oder Legende. Passender hätte man einen Namen nicht wählen können. Man kann sagen, der Mito ist eine Mischung aus verschiedenen Alpha-Modellen seiner Zeit. Er ist etwas kleiner als der 147. Front und Heck des Mito sowie der gesamte Stil erinnern an den 8C Competizione. Dieses Design kam bei den Alfa Romeo-Fans gut an, da es reizende traditionelle Elemente mit hochmodernem Design verbindet. Das Auto hat einige Komponenten des Fiat Grande Punto, bietet aber durch sein Tuning das besondere Alfa Romeo-Gefühl. Viele bezeichneten dieses Auto beim Debüt als das Beste seiner Klasse, was am flexiblen, aber direkten Handling und der herausragenden Steuerbarkeit liegt. Als Antrieb dient ein 1,4 Liter Turbomotor. Das Sportmodell bietet zum Marktstart 114 kW bei 230 Nm mit manuellem Sechsganggetriebe. Mit 215 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 8 Sekunden sticht er in seiner Klasse deutlich hervor. Beim Gasgeben ist die Kraft deutlich zu spüren. Das beinhaltet auch die sinnlich gewölbten Oberflächen sowie die tropfenförmigen Scheinwerfer und runden Heckleuchten. Die Parallelen zu seinem großen Konzernbruder sieht man auf Anhieb. Das Auto steckt voller gebündelter Energie und macht einen nahezu explosiven Eindruck. Selbst die Fensterbereiche sind extrem reduziert und die Heckscheibe ist abgeschrägt. Die Heckklappe ist recht klein und auch ziemlich unpraktisch. Aber wenn es um Praktikabilität geht, naja, das ist einfach nicht der wichtigste Aspekt bei einem Design für ein Alfa Romeo. In den 2010er Jahren setzt Alfa Romeo auf eine globale Expansion und die Einführung neuer Modelle, die die sportlichen und eleganten Werte der Marke verkörpern. 2013 debütiert der 4C, ein neuer Sportwagen mit Mittelmotor auf dem Genfer Autosalon. Die leichte Karosserie aus kohleverstärktem Kunststoff wird von einem reinen Vierzylinder-Turbomotor angetrieben. Der 4C ist für seine beeindruckende Fahrdynamik und sein puristisches Design bekannt. 2 Jahre später feiert der 4C Spider Premiere auf der Detroit Motor Show. Dieser kombiniert die Fahrdynamik des Coupés mit dem offenen Fahrvergnügen eines Cabrios. 2016 erscheint der neue Giulia. Er ist in 3 Modellvarianten erhältlich: dem Standardmodell Giulia, dem Super und dem Spitzenmodell Quadrifoglio. Das Topmodell setzt neue Maßstäbe in der Sportlimousinenklasse und war besonders für seinen leistungsstarken V6 Biturbomotor bekannt. Ein Jahr später debütiert Alfa Romeos erster SUV, der Stelvio, entwickelt auf derselben Plattform wie der Giulia und ausgestattet mit dem Q4 Allradantriebssystem. Er kombiniert sportliche Fahreigenschaften mit der Vielseitigkeit eines SUVs und setzt neue Maßstäbe im Segment. 2018 geht Alfa Romeo eine Partnerschaft mit dem Sauber Formel 1 Team ein und nimmt als Alfa Romeo Sauber F1 Team an der Formel 1 teil. Diese Partnerschaft markiert die Rückkehr von Alfa Romeo in die Königsklasse des Motorsports und brachte die Marke zurück ins Rampenlicht der internationalen Rennszene. Ein Jahr später wird der Name zu Alfa Romeo Racing geändert, um die Präsenz in der Formel 1 zu festigen. 2020 wird das kompakte SUV-Konzept Tonale auf dem Genfer Autosalon vorgestellt.
Als erstes Plug-in-Hybrid-Modell von Alfa Romeo zieht der Tonale viel Aufmerksamkeit auf sich und zeigt die Innovationskraft der Marke im Bereich der Elektrifizierung. 2021 ehrt ein limitiertes Modell das berühmte Modell aus den 60ern. Der Giulia GTA ehrt den legendären Giulia Sprint GTA und im Mai wird der Giulia GT AM mit Rennspezifikation veröffentlicht. Mit einer weltweit auf 500 Stück limitierten Auflage ist er bereits Ende September ausverkauft. Der Giulia GT AM ist für seine beeindruckende Leistung und exklusive Ausstattung bekannt und setzt neue Maßstäbe im Segment der Sportlimousinen. Ein Jahr später wird der erste Plug-in-Hybrid von Alfa vorgestellt. Die 2019 präsentierte kompakte SUV-Konzeptstudie Tonale wird veröffentlicht. Alfas erster Plug-in-Hybrid kann im reinen Elektromodus eine Entfernung von bis zu 80 km zurücklegen. Der Wagen kombiniert innovative Technik mit stilvollem Design. Im selben Jahr wird das neue Formel-1-Auto C42 angekündigt, das mit seiner rot-weißen Lackierung das 30-jährige Jubiläum des Teampartners Sauber im Formel-1-Sport feiert. Die Geschichte von Alfa Romeo ist eine Geschichte von Leidenschaft, Innovation und unvergleichlichem Design. Jedes Modell trägt ein Stück dieser reichen Tradition in sich und hat auf seine Weise die Automobilwelt geprägt. Alfa Romeo bleibt eine Marke, die nicht nur Autos, sondern Emotionen baut. Fahrzeuge, die Herzen höher schlagen lassen und eine unvergleichliche Verbindung zwischen Mensch und Maschine schaffen. Von den frühen Tagen des Alfa 24 HP bis zum hochmodernen Tonale hat Alfa Romeo immer wieder gezeigt, dass es möglich ist, Technik, Design und Emotionen auf einzigartige Weise zu verbinden.